Hi, hier ist Lukas Baum von Orbea Liat Speed Company und ich zeige euch meinen Cup Epic-Rad 2025. So viel hat sich gar nicht getan. Wir haben weiterhin Ergon, Griffe und Sättel, Bikehead, Lenker und Sattelstütze. Wir haben den speziellen Vorbau von Orbea verbaut. Weiterhin auf dem Orbea Ois mit 120 mm vorne, hinten. Das Fahrwerk kommt von RockShox, Flight Attendant, genauso wie die Schaltung, Transmission, 40er Kettenblatt vorne, 1052 hinten. Schwalbe-Reifen, die bewährten Racing Drive 2.35 mit 1,2 Bar vorne, hinten ungefähr. Und somit sind wir gut aufgestellt. Georg Egger hier von Speed Company Racing. Mein Fahrrad ist besonders aerodynamisch. Wir haben ein extra Lenkerband am Lenker innen angewickelt, wo ich extra Aero greifen kann. 120 mm vorne und hinten. 235er Reifen von Schwalbe. Die sind super pannensicher. Mit denen komme ich immer gut zurecht. Ich habe 32 mm Innenweite an meinen Fulcrum-Felgen. Das funktioniert für mich auch super. Ansonsten super coole Lackierung. Darf auch nicht zu kurz kommen. Ready to go. I'm Charlie, mechanic with Specialized Off-Road Racing. We're here at the Cape Epic 2025. This is Annika Langvad's Specialized S-Works Epic 8 120mm travel full suspension mountain bike. Roval World Cup cross-country wheels, super light, less than a kilo for the wheel set, with the new Airtrack tyre front and rear with the grid casing for the South African terrain. It's kitted out with SRAM brakes and the SRAM XX group set, and suspension is from RockShox, the 35mm SID. In the suspension we have 60 psi up front in the fork and 135 psi in the shock. The tyres are 17 in the front and 19 in the rear. Hi, Myron from Santa Cruz here with Keegan Swinson for the Cape Epic 2025. We're here at the Prologue and we are going to do a little small bike check. So he is on the Blur. It's going to be set up the TR style, so 115 in the rear, 110 in the front, reserve wheels, Maxxis tires, Aspens 2.0s. We're looking at transmission. He's running a 40 tooth in the front, and also we have some new SRAM 2005 bits that we are testing and making sure they're going to be good for the consumers later this year. Hallo, ich bin der Fabian, der Co-Team-Manager von Scott SRAM. Wir haben hier das Bike von Nino für die Cape Epic. Beide Jungs fahren die Maxxis 2,4 Reifen, heute für den Prolog den Aspen ST hinten und den Aspen vorne. Der Luftdruck ist bei 1,15 vorne und 1,2 hinten. Wir haben die Plugs von Topic am Bike, die Satteltasche von Topic. Heute fahren sie mit einem Bidohalter. Die restlichen Tage können wir an das Bike zwei Flaschen montieren. Und sonst eigentlich relativ ähnlich wie sonst bei den World Cups. Wir haben eben halt noch ein Tape an der Sattelstütze, eine Pumpe wird montiert, aber sonst ist ziemlich alles identisch wie bei den normalen World Cup Rennen. Hello, my name is Juanan from Climatiza Orbea team from Spain, and this is the bike of the team, the Orbea Ois with the custom paint from Tito Dessing, with details from dialect from South Africa,
The components is the same of the season. The team use progress wheels with GPX rim. Inside have 30 millimeters. The Pirelli Scorpion tires. Flight attendant suspension, and the handlebar, the cop kit from Orbea. This is new and it's really good because all is integrated inside the headset and it's nice. The weight of the bike depends on the size. Stay between 10.5 and 11 kilos. All the component is really light. Also the vertical seat post is the most light drop in the bike board. Something more special, the tire pressure from riders depend, but between 1.1 and 1.25. Shock pressure and fork pressure depend of the rider, but on the front between 60 and 70, and on the rear shock normally use 160, 150 more or less. Hi, mein Name ist Tommy Arndt, ich komme vom Singer Racing Team. Ich bin einer der Mechaniker und was hier vor uns steht, ist unser KTM. Das ist der Prototyprahmen in der speziellen Lackierung, den wir seit letztes Jahr bekommen haben. Das Modell ist das Evo 3 und ist ab diesem Jahr auch erhältlich zum Kaufen. Bestückt haben wir das Fahrrad mit einem RockShox-Fahrwerk in der 110 mm Variante. Und das Besondere hierbei ist, dass wir von René Schmidt Air Suspension ein spezielles Setup erhalten haben, das mittels Telemetrie auf die Fahrer speziell eingemessen wurde. Des Weiteren haben wir hier bei uns Duke Laufräder, die neuen SL5 in 30 mm Breite, und bestückt sind diese mit Schwalbereifen, die wir in verschiedenen Variationen dabei haben, um auf die verschiedenen Untergründe hier dann reagieren zu können. Gefahren wird auf einem SRAM Transmission Antrieb. Für die Ergonomie hat Esculap für uns sehr viele Teile organisiert, unter anderem die Sättel, die speziell eingemessen werden, auch unter anderem Lenkergeometrien und Formen, die für die Aeroposition im Gelände und auch für den Komfort sorgen sollen. Genau, gefahren wird bei uns auf den Shimano XTR-Bremsen. Wir haben hier speziell dazu die Hebel nochmal umgebaut auf die Trail-Variante, einfach um nochmal ein bisschen mehr Ergonomie und Power reinzubringen. Und des Weiteren auf 160 mm Bremsscheiben, vorne und hinten.